hier nicht nur wunderschön, sondern auch geschichtlich sehr interessant. Wir sind hier in Mehamn, ganz im Norden Norwegens, und hier in der Nähe ist auch der nördlichste Festlandpunkt. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gab es hier eine Stellung des sogenannten Atlantikwalls, und im Oktober 1944 wurde dann der Befehl zum Rückzug erteilt und auch, dass nur verbrannte Erde zurückgelassen werden soll. Ein Teil der Bevölkerung konnte in die Berge fliehen und sich dort verstecken, und im Nachhinein wurde der Ort dann auch wieder aufgebaut und heute leben hier fast 1000 Leute. Morgen wollen wir nach Kinnaroden, den nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Der Weg dahin sind 25 Kilometer, also hin und zurück sind 50 Kilometer. Die ganze Strecke ist als Zweitageswanderung angelegt und wir wollen das ganz gerne versuchen, an einem Tag zu schaffen. Es wird ja mittlerweile auch nicht mehr dunkel, also hat man eigentlich ganz gute Chancen. Und wir sind gestern die Strecke schon mal testweise gegangen, also ein Teil, 10 Kilometer, um uns anzugucken, wie der Weg ist, wie die Berge sind, der Schnee und sowas. Also wir werden auch auf Langlaufschienen werden wir es versuchen. Und wir haben uns jetzt so vorgenommen, 6 Stunden den Hinweg also zu schaffen. Sollten wir es nicht schaffen in 6 Stunden, werden wir auch umdrehen. Und wenn morgen das Wetter alles passt, also Vorhersage ist ganz gut, werden wir uns dann mal auf den Weg machen und mal gucken, ob das hinhaut, ob wir da ankommen. Ja, mit der Wanderung, das wird heute leider doch nichts, weil es regnet leicht und es sind irgendwie über 10 Grad. Und deshalb fahren wir jetzt zum nördlichsten Leuchtturm des europäischen Festlandes nach Sletnes. Der Leuchtturm ist 39 Meter hoch und leuchtete 1905 das erste Mal. Er wurde wie so vieles im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, aber dann 1948 neu aufgebaut. Heute wollen wir dann unsere Wanderung starten. Das Wetter ist zwar besser, aber der Schnee ist schon stark geschmolzen und wir müssen dann mal schauen, wie weit wir kommen. Aber wir probieren es erstmal. Das erste Ende wollen wir dann so wandern und später in den Bergen, wo dann wieder mehr Schnee liegt, wollen wir dann die Ski wieder unterschnallen. Wir haben jetzt ein Viertel des Weges zurückgelegt und sind jetzt an so einem Tal angekommen, in dem auch ein Fluss fließt. Und an einigen Stellen ist es auch schon eingebrochen. Und dort hinten ist dann auch so eine Steilwand, an der wir vorbei müssten, wo dann auch so ein Schneeüberhang ist, wo dann auch schon einiges abgebrochen ist. Und das ist uns jetzt doch ein bisschen zu heikel. Und deshalb wollen wir hier ein bisschen gucken, wo wir uns noch sicher bewegen können, ein bisschen die Gegend erkunden, aber an sich umdrehen. Nachdem wir unsere Wanderung dann gestern abgebrochen haben, sind wir wieder auf diesen schönen Stellplatz hier in Mehamn gefahren und haben dann gestern auch noch Besuch bekommen von der Polizei zusammen mit dem Ranger und vom Ordnungsamt. Das war der Pandemiebeauftragte der Kommune und die haben uns dann auch noch ein bisschen was erzählt. Unter anderem halt auch wegen der Wanderung. Wir hatten halt erzählt, dass wir diese Wanderung vorhatten und sowas und dass wir aber abgebrochen haben. Und die meinten auch, dass das für diese Jahreszeit jetzt ungewöhnlich ist, dass noch so viel Schnee liegt. Und das wahrscheinlich noch so 3 Wochen dauert, bis man diese Wanderung wirklich machen kann. Und war also eine gute Entscheidung, da wirklich abzubrechen. Diesmal kam die Polizei dann nicht wegen Schneemobilen, sondern wegen Wilderei. Hier in den Naturreservaten kommt es wohl ab und zu dazu und ein paar Anwohner haben sich Sorgen gemacht und haben dann eben die Polizei verständigt. Und deshalb kam auch der Polizist mit einem Ranger zusammen. Und die waren so super nett mal wieder.
Und wir haben denen dann auch angeboten, dass sie sich das Fahrzeug gerne mal angucken können, auch ohne dass sie irgendwelche Zettel haben, dass sie sich das angucken dürfen. Und sie konnten sich dann davon überzeugen, dass wir eben keine Wilderer sind. Der Ranger hat uns dann noch ein bisschen was über die Naturreservate hier erzählt. Und dieses Jahr war wohl wieder einer der schneereichsten Winter seit Jahren. Und dadurch sind leider sehr viele Rentiere gestorben. Ja, und dann als Polizei und Ranger weg waren, kam dann nachher dieser Pandemiebeauftragte. Also sie waren auch zu zweit, waren auch ganz nett und sowas und wollten das halt einfach wissen, auch wegen der Registrierung und wie wir im Land sind. Und als wir dann gesagt haben, dass wir halt vor der Grenzschließung hier waren und wir konnten das auch belegen, halt mit unseren GPS-Daten, was ganz gut war. Also das haben sie uns auch sofort geglaubt und so. Und dann war eigentlich auch alles in Ordnung. Aufgrund der Pandemiesituation ist es ja gerade etwas schwierig, Menschen kennenzulernen. Und innerhalb der letzten Wochen hatten wir jetzt nicht so viel Kontakt. Und das jetzt mit dem Ordnungsamt und der Polizei war dann das erste Mal seit Wochen, dass wir überhaupt wieder richtig mit Menschen gesprochen haben. Wir wollen jetzt etwas weiter nach Osten fahren, weil es da ein paar schöne Vogelinseln geben soll. Und es besteht die Hoffnung, dass wir dann vielleicht ein paar Puffins sehen. Ja, wir wollten gerade mal das schöne Wetter nutzen hier draußen, weil gestern war wieder den ganzen Tag Regen und dann haben wir heute draußen gefrühstückt und wollten uns einen Kaffee machen. Und es ist ein bisschen windig, okay, ein bisschen mehr windig. Und dann hat die Flamme von den einen Kocher ist in den anderen reingedrückt. Und wir hatten immer noch, weil wir nur eine Kochseite immer benutzt haben, hatten wir immer noch das Moosgummi hier so drauf liegen. Und ja, das fing dann halt an zu brennen und die Flammen sind nach vorne geschlagen. Auch hier dieser kleine Knopf ist schon abgefallen, dass man das nicht mehr regulieren konnte. Und dann hatten wir haben halt zum Glück so Löschschaum dabei und dann konnten wir das Ganze mit Löschschaum relativ einfach löschen. Ich glaube, das muss man jetzt nur sauber machen und dann wird es auch wieder funktionieren. Also das sollte kein Problem sein. Regional ist es hier sehr unterschiedlich. Erst war noch alles frei von Schnee und dann fahren wir ein paar Kilometer weiter und dann liegt wieder meterhoch Schnee. Wir wollten hier auf die andere Seite des Fjords fahren und der Weg ist anscheinend nur ein Winterweg, denn wir sind hier reingefahren, um mal zu gucken, wie der Weg dann so aussieht. Aber das Wasser ist hier mindestens knietief und weiter hinten ist es nicht mehr zu erkennen, weil da nur noch eine Eisschicht drüber ist und da fahren wir dann lieber nicht durch. Wir sind jetzt ganz nach Osten, nach Vadeux gefahren. Das hier ist so der östlichste Punkt der mitteleuropäischen Zeitzone. Wir sind hier halt hergefahren, weil wir gehört haben, dass hier so eine sehr gute Vogelinsel sein soll, wie man auch hinter mir ja gerade sehen kann. Und was hier auch ist, seit einer Woche haben uns ein paar Anwohner erzählt, treiben sich halt hier 3 Buckelwale rum, die man immer sehen kann. Das ist halt echt toll.
Nicht nur die Natur ist hier wunderschön, sondern auch der Ort ist total interessant. Hier gab es mal ein Street Art Festival und überall sind verschiedene Bilder zu finden. Einige wurden zwar auch schon übermalt oder die Gebäude abgerissen, aber es ist sehr interessant, das alles zu entdecken.